Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem sechsten Video und meiner vierten Geschichte. Die Geschichte heißt Anno 1736. Die Abendsonne wandert langsam hinter die Hügel und wirft lange Schatten über das kleine Dorf in der Lüneburger Heide. Die letzten Strahlen werfen ihr leuchtend rotes Licht zwischen die wenigen Häuser, bevor tief hängende Wolken es restlos auslöschen. Die ersten Tropfen fallen vereinzelt auf ein Dach, einen Weg oder das Blatt eines Baumes. Doch es dauert nicht lange, dann suchen die Anwohner gezielt das Innere der Häuser. Kamine werden angezündet und die Fensterläden geschlossen. Und dann blitzt es. Es donnert und der Regen bricht schlagartig auf das kleine Dorf herein. Es prasselt auf die Häuser, die Wiesen, die Wälder. Und schon bald ist niemand mehr auf den Straßen zu sehen. Alfred sitzt allein an einem Tisch im Gasthaus Heidelust. Dort sitzt er schon den ganzen Abend. Er hat keinen Grund heimzugehen. Niemand wartet auf ihn. Tief in die eigenen Gedanken versunken starrt er in sein Glas. Alfred, der Wirt spricht ihn an. Alfred schreckt hoch. Was? Der Wirt stellt ihm eine Schüssel mit Suppe hin. Iss, sagt er, du wirst es brauchen. Alfred starrt in die Schüssel mit Suppe. Es dauert eine Weile, bis er realisiert, was er da vor sich hat. Dann greift er vorsichtig nach dem Löffel und beginnt zu essen. Der Wirt lächelt und kehrt zurück hinter seine Bar. Alfred erwacht langsam aus seinen Gedanken. Gunnar? Ja, Alfred. Warum hast du mir Suppe gegeben? Verwirrt dreht Alfred den Kopf zur Bar. Seine Augen sind auf der Suche nach Gunnar. Der Alkohol benebelt seine Sinne. Weil es draußen kalt wird, antwortet dieser. Du musst etwas Warmes essen, damit du auf dem Heimweg nicht krank wirst. Ich werde nie krank. Verständnislos wankt Alfreds Blick zurück in die Suppenschüssel. Aber die Suppe ist lecker. Und er löffelt genüsslich weiter. Dunkelheit nimmt das Dorf gefangen. Der Regen durchtränkt die erdigen Straßen und hier und da versinken einige Wagenräder im Matsch. Alfred wird müde und möchte nach Hause gehen. Gunnar nimmt die Suppenschüssel und trägt sie hinter den Tresen. Alfred steht auf, nimmt seinen Mantel und geht zur Tür. Als er die Tür öffnet, schallt ihm das Prasseln des Regens entgegen. Gunnar steht wie üblich neben ihm an der Tür, um ihn zu verabschieden. Aber ein Blick nach draußen lässt ihn umdenken. Vielleicht solltest du hier bleiben, bis der Regen vorbei ist. Du könntest in der Kammer hinterm Tresen schlafen. Ach was, sagt Alfred, das ist doch nur Regen. Gunnar zieht skeptisch die Augenbrauen hoch. Mach dir keine Sorgen, Gunnar, das ist nur Wasser. Wie du meinst, Alfred, aber begeistert bin ich nicht. Möchtest du nicht doch da bleiben? Danke für das Angebot, Gunnar. Du meinst es gut, aber ich schlafe lieber in meinem eigenen Bett. Dann komm gut heim, Alfred. Danke. Gute Nacht, Gunnar. Und so verlässt Alfred das Wirtshaus und macht sich auf den Heimweg. Das Dorf ist nicht groß und der Weg ist nicht weit. Doch die Weseler Dorfstraße steht so sehr unter Wasser, dass Alfred Mühe hat, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es ist so dunkel, dass er die Straße kaum erkennen kann. Bei seinen Bemühungen, die Füße bei jedem Schritt mitsamt dem Stiefel aus dem Matsch zu ziehen, kommt er von der Straße ab und gerät in den Wald. Trunken wie er ist, stapft er umher und begreift nicht, wo er ist, bis ihn ein Baum zum Stillstand bringt. Autsch! Verdammt! Mit den Händen ertastet Alfred den Umfang eines Baumes. Wo bin ich denn hier nun gelandet? Alfred schaut sich um, kann in der Schwärze aber nichts erkennen. Da geht plötzlich ein Flüstern durch den Wald. Geht in den Wald? Kennt sich nicht aus? Geh aus dem Wald? Geh doch nach Haus. Nach Hause? Ich kann kaum sehen. Wo ist denn? Uah! Alfred stolpert nach vorn und fällt der Länge nach auf den nassen Waldboden. Au! Geht durch den Wald, sieht nicht wohin, geht ab vom Weg, fällt auch noch hin. Was kann ich denn dafür? Die Wurzel war schuld. Geh doch mal langsam, hab doch Geduld. Alfred rappelt sich auf und zieht die Kapuze seines Mantels wieder zurecht, um sich vor dem Regen zu schützen. Geht ganz allein, weiß nicht wohin, geht nicht nach Haus, fehlt ihm der Sinn. Nun stehe ich im Wald und sehe die Hand vor lauter Augen nicht. Was? Geh dich mal näher, mach ich mal Licht.
Und als würde man in der Dunkelheit ein Streichholz zünden, entsteht in der Ferne ein Leuchten. Leise Stimmen liegen in der Luft. Bald ist er umringt von kleinen leuchtenden Gestalten und Alfred bekommt es mit der Angst. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Geister des Waldes, flink und gescheit, leuchten in der Dunkelheit. Ich hab Angst. Ich will hier weg. Gehst in den Wald, findest nicht raus, gehst zu den Geistern, die kennen sich aus. Alfred hat von der Suppe Hunger bekommen. Sein Magen knurrt. Mir ist kalt. Ich hab Hunger. Gehst du im Regen, gerätst du in Not, gehst du zur Hexe, gibt sie dir Brot? Hexe? Mit Hexen will ich nichts zu tun haben. Gehst du nach Hause, bleibst du allein, gehst du zur Hexe, kommt Sonnenschein. Alfred verzweifelt. Bitte, ich will einfach nur zum nächsten Haus. Geh mit den Geistern, die kennen sich aus. Und so wird Alfred von den Waldgeistern aus dem Wald geführt. Geradewegs zum nächstgelegenen Haus. Die roten Backsteine der Bäckerei sind schon von weitem zu sehen. Die Fenster sind hell erleuchtet und als er zur Tür kommt, verabschieden sich die Waldgeister. Gehst du ins Haus, es steht alles bereit. Frag nur die Geister, die wissen Bescheid. Und so verabschieden sich die Waldgeister von Alfred, schweben zurück in den Wald und sind bald in der Dunkelheit verschwunden. Alfred bleibt allein im Regen zurück. Er steht vor dem Haus der Bäckerin, dessen Fenster hell erleuchtet sind. Sein Gesicht wendet sich zur Tür. Klopfen? Fragt er sich. Klopfen, beschließt er. Mutig setzt er an und pocht mit den Fingerknöcheln gegen das dunkle Holz. Da springt die Tür einen Spalt auf und Licht fällt nach draußen. Zu seinem Erstaunen ist die Tür nicht verschlossen. Alfred wundert sich. Er klopft nochmal. Da geht die Tür weiter auf. Hallo, ruft er hinein. Darf ich reinkommen? Als keine Antwort kommt, betrachtet er den Regen. Da blitzt es und Alfred verschwindet im Haus, als sei der Teufel hinter ihm her. Die Tür verschließt er sehr sorgfältig hinter sich. Erleichtert atmet er auf und fühlt sich plötzlich sehr sicher. Dann dreht er sich um und sein Blick streift durch die gemütliche, warme Stube. Es riecht nach Teig und frischem Brot. Alfred steht vor einer Kommode. Darauf liegen frische Socken, eine Hose und ein dicker Strickpullover. Alfred geht darauf zu und wundert sich sehr. Nachdenklich streicht er über seine durchnässte Kleidung. Sehnsüchtig betrachtet er die trockene Kleidung auf der Kommode. Dann schaut er sich vorsichtig nochmal um. Hallo? Ruft er nochmal. Ist da niemand? Er bekommt keine Antwort. Schnell zieht er die nassen Sachen aus und kleidet sich in die warmen, trockenen Sachen. Langsam geht es ihm besser. Auf den frischen Socken geht er durch die Stube. Dann erst bemerkt er auf dem Tisch der Stube eine Schüssel mit Suppe und daneben ein Stück Brot und einen Löffel. Er tritt näher an den Tisch heran und prüft die Schüssel. Die Suppe ist heiß. Wieder knurrt sein Magen. Ich werd's bezahlen, beschließt er, setzt sich auf die Bank und wärmt sich erst einmal an der heißen Schüssel die Hände. Da steigt ihm der Duft der Suppe in die Nase. Wie konnte ihm dieser Duft entgehen, als er reinkam? Er probiert. Lecker, denkt er und vergisst, dass er sich in einem fremden Haus befindet. Als die Schüssel leer ist und das Brot auch gegessen, da lehnt er sich zurück und atmet tief durch. So gut hat er sich schon lange nicht mehr gefühlt. So sitzt er da eine Weile und genießt die Stille. Lärm weckt ihn auf. Ein Rumpeln geht durch das kleine Backsteinhaus. Alfred steht vor der Bank auf und stolpert über ein Paar Schuhe. Nanu? Alfred betrachtet das mit Lammfell gefütterte Paar Hüttenschuhe und dann seine Füße. Du hast recht, sagt er zu den Schuhen. Man sollte nicht auf Strümpfen gehen. Er zieht die Hüttenschuhe an und folgt dem Lärm durch die nächste Tür in die Backstube. Da steht die Bäckerin im dicken Winterkleid und ebenfalls mit festen Hüttenschuhen und rührt Zutaten für einen Teig zusammen. Komm, sagt sie zu Alfred, ohne von der Arbeit abzulassen, mach dich nützlich. Alfred ist verwirrt. Er schaut sich in der Backstube um und dann zurück zur Bäckerin. Guten Morgen, sagt er höflich. Guten Morgen, erwidert sie mit Bestimmtheit. Die ersten Brote sind schon fertig. Geh raus und hol sie aus dem Ofen. Alfred ist immer noch verwirrt.
Es steht ihm offenkundig ins Gesicht geschrieben. Da, durch die Tür. Die Bäckerin weist ihm mit einem Kopfnicken in Richtung Tür den Weg. Alfred blickt zur Tür und zurück zur Bäckerin. Sie nickt ihm aufmunternd zu. Ein bisschen unsicher geht er durch die Backstube, durch die Tür hinaus und unter das regennasse Vordach. Draußen ist es immer noch dunkel. Wenigstens hat der Regen nachgelassen. Er schaut sich um und entdeckt den Ofen. Da war doch was. Ofen. Brote, sagt er nachdenklich zu sich selbst. Brot aus dem Ofen holen. Er geht auf den Ofen zu und greift nach der Ofentür. Au! Schallt es durch die Nacht, prallt an der Hauswand ab und verhallt im angrenzenden Wald. Ich bin ein Trottel. Da kichern ja die Waldgeister. Und dann sieht er den großen, festen Handschuh und den Schieber neben dem Ofen stehen. Blindes Huhn, schimpft er sich selbst. Hättest ja mal die Augen aufmachen können, genauer hingucken. Und so nimmt er den großen Handschuh und den langen Schieber und holt die Brote aus dem Ofen, ohne sich nochmal die Finger zu verbrennen. Dann kehrt er mit einem großen Korb voller Brote in die Backstube zurück. Mit einem tiefen Seufzer lässt er den Regen und den Ofen hinter sich. Das wohlige Gefühl der Ruhe kehrt zurück. Den schweren Korb in den Händen lehnt er an der Tür und dann kommen was? Ach so, und genießt mit geschlossenen Augen den unvergleichlichen Duft von frischem Brot. Nach und nach kommen alle Geräusche dazu, die in der Backstube vorherrschen. Das beständige Klappern einer Holzschüssel auf der Arbeitsfläche, die Schritte der Bäckerin auf dem Dielenboden, der nicht knarrt, weil die Backstube erst vor 5 Jahren gebaut wurde. Und dann wird der Korb plötzlich schwer. Stell den Korb ab! Die Bäckerin steht plötzlich vor ihm. Schreckhaft kehrt Alfred aus seinem ruhigen Moment zurück. Beinahe hätte er den Korb fallen lassen. Seine Hand schmerzt. Die Bäckerin nimmt den Korb und stellt ihn weg. Sie geht an einen Schrank, holt ein Töpfchen heraus und kommt damit zu Alfred, der immer noch an der Tür lehnt. Zieh den Handschuh aus, sagt sie, und Alfred gehorcht. Gib mir deine Hand. Alfred wehrt ab. Das ist nicht so schlimm. Man sieht kaum etwas. Noch nicht. Der ernste Tonfall der Bäckerin und ihr strenger Blick schüchtern Alfred ein und er reicht ihr verlegen seine Hand. Die Bäckerin streicht Salbe darauf. Setz dich da auf die Bank. Sie verweist Alfred auf eine Bank in der Ecke. Dort bleibt er artig sitzen, während die Bäckerin eine Schüssel nach der anderen heranträgt und Teig knetet. Alfred kann nur dasitzen und zuschauen. Jede Bewegung nimmt er auf und verfolgt alle Handgriffe, bis er sie auswendig kann. Immer dieselben Zutaten mischen, die Schüssel herübertragen, den Teig immer auf die gleiche Weise kneten, die Schüssel mit einem Tuch abdecken, ins Regal stellen und wieder Zutaten mischen. Stundenlang, so scheint es ihm, und draußen ist es immer noch dunkel. So, und jetzt du, sagt sie. Bitte was? Du hast doch zugesehen. Ja, habe ich, aber zeig mir deine Hand. Die Bäckerin prüft seine Hand. Zu seinem Erstaunen ist von der Verbrennung tatsächlich nichts mehr zu sehen und es tut auch gar nicht mehr weh. Sie weist ihn Händewaschen und dann lernt er Teig kneten. Bis zum Sonnenaufgang hilft er der Bäckerin Brot backen. Da er die ganze Nacht kaum geschlafen hat, ist er am Morgen unglaublich müde. Erschöpft fällt er auf die Bank. Die Bäckerin ist zufrieden. Du hast gute Arbeit geleistet. Deine Kleidung ist in der Zwischenzeit getrocknet. Wenn du dich umgezogen hast, kannst du mir einen letzten Dienst erweisen. Auf dem Heimweg kommst du am Gasthaus Heidelust vorbei. Da bist du doch so gerne. Nimm den Karren mit Brot und bring es zum Gasthaus. Als das Tageslicht das kleine Dorf zu wecken beginnt, sind die Wolken vollständig verschwunden. Bald darauf steht Alfred in seiner gewohnten Kleidung vor dem Haus und betrachtet den Karren. Müsste man da nicht ein Pferd vorspannen? Fragt er. Tut mir leid, sagt die Bäckerin, ich habe kein Pferd. Du wirst ihn wohl selbst ziehen müssen. Von dieser Vorstellung ist Alfred gar nicht begeistert. Aber dann denkt er sich, es ist ja nicht weit. Das wird er schon schaffen. Beherzt bindet er sich den Gurt um die Brust, greift rechts und links,
nach der Gabel des Answagens und läuft tapfer vom Höllenhof auf die Weseler Dorfstraße und runter bis zum Gasthaus. Die matschige Straße macht es ihm nicht gerade leicht. Am Ziel angekommen, stellt er den Answagen vor der Tür des Gasthauses ab und entfernt als erstes den Gurt, um wieder durchatmen zu können. Gunnar, der gerade den Boden des Gasthauses gefegt hat und den letzten Kehricht zur Tür hinausträgt, trifft ausgesprochen erstaunt auf einen atemlosen Alfred mit dunklen Augenringen und so vermatscht, dass man die Stiefel nicht mehr sehen kann. Gunnar muss unweigerlich grinsen. »Guten Morgen, Alfred!« Alfred ringt nach Luft. »Guten Morgen, Gunnar!« Gunnar weiß zwar nicht, wie Alfred dazu kam, vor einen Karren gespannt zu werden, aber er weiß, dass er den Matsch nicht in seinem Gasthaus haben möchte. »Alfred, du siehst aus wie ein Mann, der eine Mütze Schlaf gut gebrauchen könnte.« Alfred nickt nur. »Und du siehst nicht aus, als wärst du gestern zu Hause angekommen.« Alfred erinnert sich an Gunnars Angebot, im Gasthaus zu übernachten. Er schaut Gunnar an und fragt sich, ob er lieber hier geblieben wäre, als das Unwetter der letzten Nacht zu durchleben und sich im Wald zu verlaufen, weil er im Dunkeln die falsche Richtung einschlug. Er grinst. »Ach, weißt du, das macht gar nichts. Das werde ich jetzt einfach nachholen.« Damit verabschiedet sich Alfred von Gunnar und findet bei Tageslicht auch mühelos den eigentlich recht kurzen Heimweg. So vergeht ein herrlicher Tag. Die Sonne trocknet die Häuser und Straßen, die Bewohner des Dorfes gehen ihrer Wege und das Brot schmeckt heute allen ausgesprochen gut. Irgendwas ist heute anders, denkt Gunnar so bei sich. Rieke, ist heute irgendwas mit dem Brot? Ja, antwortet seine Frau aus der Küche. Da ist tatsächlich etwas mit dem Brot. Sie kommt aus der Küche nach vorne mit einer Butterstulle. Koste mal! Gunnar beißt vom Brot ab und der Unterschied macht sich schnell bemerkbar. Das schmeckt besser, sagt er. Rieke grinst. Die Bäckerin hat mehr Salz an den Teig getan als sonst. Ist die Bäckerin etwa verliebt? In wen denn? Und während sich auf seiner Stirn grüblerische Falten bilden, fällt ihm Alfred ein, der diesen Morgen mit dem Brotkarren kam. Nein, entfährt es ihm ungläubig. Nein, was? Möchte Rieke wissen. Auf Gunnars Gesicht zieht ein breites Grinsen. Also wenn sich das bewahrheitet, was ich gerade vermute, dann könnten bald die Hochzeitsglocken läuten. Für wen? Möchte Rieke wissen. Hab Geduld, mein Blümchen. Vielleicht wissen wir es schon heute Abend. Der Tag zieht sich. Alles geht seiner Wege und doch geht alles irgendwie langsam. Alle Leute im Dorf warten sehnsüchtig die Antwort auf die Frage, wo Alfred die Nacht verbrachte, was er getan hat und was die Bäckerin damit zu tun hatte. Die Sonne wandert hinter die Bäume des Waldes und es wird langsam dunkel. Im Gasthaus in der hintersten Ecke sammeln sich einige neugierige Dorfbewohner in der Hoffnung, Gunnar möge die Antwort von Alfred erhalten. Sie vergessen Kerzen anzuzünden und so sitzen sie irgendwann im Dunkeln. Dann geht die Tür auf. Alfred betritt das Gasthaus und es wird schlagartig still im Raum. Nur das Säuseln des Windes um die Dachgiebel ist zu hören, bis die Tür wieder geschlossen ist. Alfred legt den Mantel ab und setzt sich wie gewohnt auf seinen immer freien Platz, gerade so, als wäre er für ihn reserviert. Und wie immer kommt Gunnar und stellt ihm einen Becher Met hin. Dann ist Rieke zur Stelle. Sie stellt ihm etwas zu essen hin, lächelt und kehrt postwendend zurück in die Küche. Alfred wird misstrauisch. Was ist hier los? Gunnar verständnislos. Na du! Wieso ich? Du bist gestern nicht nach Hause gekommen. Und heute Morgen tauchst du hier auf, lieferst das Brot der Bäckerin. Du musst zugeben, das ist ziemlich ungewöhnlich. Und nun fragen wir uns natürlich, was passiert ist. Alfred stochert verlegen in seinem Essen herum. Das würdest du mir nicht glauben. Gunnar tut verletzt. Alfred,
Ich bin dein bester Freund. Wenn ich dir nicht glaube, wer dann? Und so erzählt ihm Alfred, was geschehen ist. Von den Waldgeistern, vom Brotbacken und von der Bäckerin. Und? Gefällt sie dir? Wer? Na, die Bäckerin. Ach so. Äh, keine Ahnung. Alfred, du verbringst mit einer Frau die halbe Nacht und bildest dir keine Meinung über sie? Und so erzählt Alfred Gunnar die ganze Geschichte. Und wirst du die Bäckerin heiraten? Fragt einer der Zuhörer aus dem Hintergrund. Alfred dreht sich erschreckt um. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Wir waren neugierig, sagt ein anderer. Ja, wir wollen wissen, wann geheiratet wird, sagt ein dritter. Alfred dreht sich entsetzt zurück zu Gunnar. Warum wollt ihr mich alle verheiraten? Gunnar lächelt. Alfred, findest du nicht auch, dass ein Mann in deinem Alter längst verheiratet sein sollte? Was habt ihr nur alle mit dem Heiraten? Und was ich dazu denke, wird hier gar nicht gefragt. Ja, aber wir fragen dich doch die ganze Zeit, sagt wieder einer hinten aus der Ecke, in der sie nun doch langsam die Kerzen anzünden. Wisst ihr was? Sagt Alfred. Wenn's dazu führt, dass ihr endlich die Klappe haltet, dann heirate ich einfach die nächste Frau, die heute Abend hier durch die Tür reinkommt. Verblüfftes Schweigen macht sich breit. Das ist geschummelt, ruft schließlich einer. Alfred dreht sich belustigt um. Was? Wieso ist das geschummelt? Du weißt genau, dass abends niemals eine Frau ins Gasthaus geht. Alfred grinst. Das ist gut. Dann komme ich jetzt wenigstens in Ruhe zum Essen. Enttäuscht und auch ein bisschen grummelig lehnen sich alle in ihren Plätzen zurück. Alle im Dorf dachten, dass endlich mal etwas Neues passiert. Alfred lässt sich sein Essen schmecken und mümmelt genüsslich Eintopf und frisches Brot. Gott wird dich für deinen hinterhältigen Humor noch mal strafen, Alfred, sagt ein Mann. Alfred nimmt es gelassen. Dann muss er sich aber beeilen. Das Angebot gilt nur für heute Abend. Da geht plötzlich die Gasthaustüre auf. Hallo Gunnar, ich komme, um den Karren abzuholen. Da steht plötzlich die Bäckerin im Raum. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Bis dann. Tschüss.